Eine weitere schöne Frage, die uns zugekommen ist die Frage, wie wir die 4 edlen Wahrheiten im Alltag anwenden können. Und tatsächlich geht diese Frage so ins Herz der Praxis, dass es mir eine Freude ist, darauf zu antworten, weil ich würde behaupten, dass genau dies die Hauptpraxis ist. Genau darum geht es. Ich werde kurz die 4 edlen Wahrheiten in Erinnerung rufen. Also, der Buddha hatte seinen Weg der Praxis hinter sich, hat die Askese verlassen, hat sich unter den Bodhibaum gesetzt und wieder Nahrung zu sich genommen, sich ein Polster aus Kuschagras besorgt, um auch gut sitzen zu können, hat sich in den Schatten gesetzt, sich gewaschen und so weiter, hat dann den Weg der Meditation wieder aufgenommen und ist durch die verschiedenen Versenkungsstufen gegangen, hat überall, wo noch Anspannungen waren, wo irgendetwas noch verfestigt war, das alles in Lösung bringen können, also bis er einen ganz gelösten Geisteszustand erlebt hat, der anders war als all das, was er so an meditativen Versenkungen kannte, ein völlig gelöstes, offenes Sein. Wir sagen heute dazu das non-duale Sein oder das zeitlose Gewahrsein oder einfach, ja, ganz natürlich, einfach so. Und dieses So-Sein, das entzieht sich eigentlich der Beschreibung. Und als der Buddha dann sich entschloss, seine Entdeckung mit seinen früheren Weggefährten zu teilen, da war ihm gar nicht so klar, wie er diese Entdeckung rüberbringen würde. Also wie er diesen Yogis, mit denen er 6 Jahre zusammen praktiziert hatte, oder zumindest die letzten Jahre miteinander zusammen praktiziert, wie er denen das klar machen würde. Und er wählte die Darstellungsform in 4 Erkenntnissen, die sich ihm offenbart haben. Die erste Erkenntnis, die er mitteilte, war: Schaut, wo immer wir hingucken, wo immer wir hinspüren, überall ist Anspannung. Überall ist Leid. Irgendwie sind wir immer unterwegs, etwas zu wollen, etwas nicht zu wollen oder in Dumpfheit, was auch eine Form von Anspannung ist, zu verfallen. Und die Ursache, zweite Erkenntnis, die Ursache für all dieses Leid, das allgegenwärtig ist überall eine Form des Greifens. Die wichtigste Form des Greifens, des Festhaltens, ist das Festhalten an meiner eigenen Wichtigkeit, dass ich jemand bin, ein Etwas, ein Jemand, abgegrenzt vom anderen. Und diese Abgrenzung, dieses Ich und andere, das erzeugt in der Tiefe all diese Anspannung. Also wir nennen das die zweite Wahrheit von der Ursache des Leidens. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht tiefer eingehen, sondern es geht mir nur um eine kurze Darstellung. Und dann sagte er in dieser ersten Unterweisung, die er seinen Mitstreitern gab, sagt er, und tatsächlich, es gibt ein Ende dieses Leides. Es gibt ein Sein, aus dem heraus ich euch jetzt gerade spreche, also nicht ich, sondern der Buddha. Es gibt ein Sein völlig frei von Leid. Also ohne Ich-Bezogenheit, ohne Greifen, ohne dass irgendetwas den Geist verschleiert oder eng macht. Und es gibt einen Weg, das ist die vierte Wahrheit. Es gibt einen Weg, wie wir aus dem Leid,
und der Auflösung der Ursachen des Leides in dieses Freisein, diese völlige Freiheit hineinfinden können. Und das ist die vierte Wahrheit. Und die 4 edlen Wahrheiten im Alltag zu praktizieren bedeutet, den Weg zu gehen. Wir sind eigentlich im Umsetzen der 4. edlen Wahrheit. Wir gehen einen Weg und dieser Weg, wenn wir ihn auf den Punkt bringen, ist extrem einfach. Es geht in jeder Situation darum, herauszufinden, wo ist jetzt in mir gerade unnötige Anspannung. Also ich jetzt, während ich zu euch spreche, erlebe die Anspannung, meinen Körper aufrechtzuerhalten, als durchaus sinnvoll und sogar wohltuend. Ich könnte mich auch anlehnen, das wäre auch okay. Das ist kein Leid. Wenn wir von unnötigem Leid oder unnötiger Anspannung sprechen, dann wäre das zum Beispiel, wenn ich jetzt, während ich spreche, ständig in einer inneren Anspannung wäre, oh, hoffentlich bringe ich das richtig rüber, hoffentlich mache ich einen guten Eindruck. Also diese ganze Ich-Bezogenheit. Was mich dann daran hindert, tatsächlich frei und verständlich zu sprechen, weil ich immer ans Stottern kommen würde, ans Überlegen und. Die ganzen Komplikationen der Ich-Bezogenheit. Und so ist der Weg im Alltag, ist in jeder Situation, wo wir halt bewusst werden, wo wir merken, schau doch mal hin, dass ich mich dann wie innerlich ein bisschen so scanne, ein bisschen abtaste, wo ist unnötige Anstrengung. Also wenn ich zum Beispiel die Schultern hochziehen würde jetzt noch, das wäre unnötig. Es geht nur darum, aufrecht zu sitzen. Wenn ich irgendwo bemerke, dass da unnötige Anspannung ist, etwas, was Kraft kostet, wo ich in einer Emotion gefangen bin, also ein Ärger zum Beispiel nicht loslassen kann, oder Stolz mich verenge und verhärte und keine Kritik annehmen kann. Diese Anspannungen, die wir bemerken, genau mit denen arbeiten wir. Wir brauchen uns nicht um die Anspannung und das Leid zu kümmern, was wir gar nicht bemerken. Wir setzen immer da an, und das ist der Weg im Alltag, immer am jetzt vorhandenen Leid anzusetzen, also an der jetzt vorhandenen Anspannung, dem Stress, den ich jetzt erlebe, zu schauen, und das war die erste Wahrheit, Stress ist da. Und dann schaue ich, zweite Wahrheit, was ist die Ursache von diesem Stress? Zum Beispiel Angst. Die Angst, kritisiert zu werden. Die Angst, nicht gemocht zu werden. Dann bringe ich in diese Situation, wo ich das merke, etwas hinein, was mir hilft, diese Anspannung zu lockern. Manche Menschen machen das mit ganz einfachen Sätzen, wie zum Beispiel, ich brauche hier gar niemand Besonderes zu sein. Ich darf einfach normal sein. Andere gehen eher den Weg und sagen, lass die Buddhas mal sich um diese Situation kümmern. Ich darf mich entspannen, zurücklehnen. Und es ist mein Vertrauen in die innewohnenden Qualitäten des Geistes, die Buddha-Qualitäten. Dieses Vertrauen, das hilft mir zuzulassen, dass sich diese Situation sehr viel spontaner gestaltet, als durch Absicht und Willen und Kontrolle. Und so weiter und so fort. Da gäbe es jetzt für jede Emotion, für jede Art von Anspannung mehrere Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Zum Beispiel Thema Stolz. Wenn ich meinen Stolz merke, auch meine Anspannung im Stolz, dann zu sagen, mich daran zu erinnern, alles Gute, was hier passiert, ist ohnehin dank der innewohnenden Qualitäten und nicht dank eines Ichs, was sich hier abmüht, irgendein Resultat zu erreichen. So. Wir helfen uns auf die eine oder andere Art, die Ursache des Leidens zu
entspannen, also die Muster, die an der Ursache, an der Wurzel sitzen, zu entspannen und gehen so den Weg. Das ist genau der Weg, dass wir da heilende, unterstützende Kräfte aktivieren in dem Feld, wo die Anspannung ist, erleben größere Offenheit. Das wäre die dritte Wahrheit, jetzt noch nicht völliges Freisein, aber zunehmende Freiheit. Zum Beispiel, wenn mich jemand kritisiert, ich merke, wie ich ärgerlich, abweisend, ängstlich reagiere, mich dann entspanne, sage, erstmal einfach zuhören. Und dann ist Zuhören angesagt. Und darin öffne ich mich auch und frage nochmal nach, was eigentlich gemeint ist. Und so gehe ich den Weg im Alltag in Situationen, wo ich sonst gestresst wäre, aktiviere die Praxis in dieser Situation und ernte sogar schon die Früchte. Ich merke, wenn ich so entspannt zuhöre, auch mit Interesse an der anderen Person, was meinst du eigentlich, was fühlst du, warum verhältst du dich so, warum ist das für dich so schwierig, wenn ich so bin? Also dieses wohlwollende Interesse am anderen, schon läuft die Situation ganz anders. Und so gehe ich den Weg und auf diesem Weg bestätigen sich immer wieder meine Erkenntnisse darüber, was die eigentlichen Ursachen für den Stress sind. Und es zeigt sich immer wieder, dass es möglich ist, mit weniger Stress, mit weniger Leid unterwegs zu sein. Also die dritte Wahrheit, die bewahrheitet sich. Und so kann ich sagen, zusammengefasst, dass es eigentlich nur eine einzige buddhistische Praxis gibt, und zwar das Anwenden der 4 Wahrheiten, der 4 edlen Erkenntnisse im Alltag. Es gibt gar keine andere Praxis. Wenn ich meditiere, was ihr vielleicht nicht Alltag nennt, aber wenn ich meditiere, ist das auch die einzige Praxis. Zu schauen, wo in der Meditation noch Stress ist, das Greifen zu bemerken hinter diesem Stress, also irgendetwas, was ich bewusst oder halbbewusst, unbewusst vorhabe, dieses Greifen zu lockern, die Erfahrung zu machen, wie sich dadurch der Geist weiter öffnet und klärt, die dritte Wahrheit, und so wieder mehr Vertrauen in den Weg zu entwickeln. Der Weg ist genau das Anwenden von all dem, was hilfreich für uns ist, um frei zu werden. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen, das deutlicher zu sehen. Also die Anwendungsbeispiele, die könnten viele sein, sei es eine Begegnung mit der eigenen Partnerin, dem eigenen Partner, in der etwas schwieriges Thema ist, eine Teambesprechung auf der Arbeit. Es könnte sein, die Art und Weise, wie ich Auto fahre oder Rad fahre. Es könnte sein, dass ich es ganz allein mit mir im stillen Sitzen bemerke, dass Stress aktiv ist, dass Stress da ist und ich die Wege finde, da herauszufinden. Also überall das Anwenden der 4 edlen Wahrheiten in allen Situationen. Es gibt gar keine andere Praxis.